Letzter gegen Vorletzter. Wir sind nämlich auf Rang 17 abgerutscht, nachdem die anderen Teams hinter uns schon gepunktet haben. Wir sind jetzt gegen Augsburg dran. Die haben noch kein Spiel gewonnen. Nur mal just by the way. 4-2-3-1 ist unsere Formation mit dieser Truppe. Wir gehen mal rein. Schauen wir mal die Änderungen. Nee, ich lasse jetzt die ich jetzt gerade aufgestellt habe. Ich wehre mich jetzt mal ein bisschen gegen meinen Co-Trainer. Ich werde, ja, das jetzt mal so durchbringen, so wie ich es jetzt gerade durchgebracht habe. Warum auch immer, weil die anderen sind wahrscheinlich fitter, ist vertraut. Mit seiner Qualität sollte er in der Mannschaft stehen. Niklas Beste ist sehr vertraut mit der Mannschaft, ja, das auf jeden Fall, aber er hier nicht. Gut, die anderen, die lasse ich mir auch gefallen, aber Cedric Teuchert muss einfach vorne rein. Ich lasse ihn jetzt mal vorne spielen, weil der sich auch irgendwie sonst ein bisschen verarscht vorkommt. So, wir gehen jetzt zum Spiel. Sie haben nur eine 8 Auswechselspieler von 9 ausgewählt. Ja, das wird schon irgendwie. Wir gehen jetzt mal rein. Wir bleiben bei dem System 4-2-3-1. Gegen Wolfsburg hat es ja ganz gut geklappt. Sind wir leider im Elfmeterschießen rausgeflogen. Die anderen Ligaspiele bis auf das Bremen leider nicht so wirklich überragend. So, von daher jetzt ein richtiges Abstiegsduell hier. Augsburg, letzter, Heidenheim, vorletzter. Wahnsinn. Das ist der größte Downfall, den ich hier erlebe in der Manager-Karriere zurzeit. Dass wir von Platz 9 oder 10 oder von dem Schwung, den wir letztes Jahr noch hatten, hier so wenig mitgenommen haben. Leider in die zweite Saison bis jetzt. Es kann nur besser werden. Aber Augsburg ist eigentlich auch so wie Bochum sehr unangenehm zu spielen. Die kommen sehr übers Physische. Wen haben sie denn alles? Hier Beljo, El-Jazi, Demirovic ist natürlich auch gefährlich. Rex Bitschei, Dorsch, auch ein ganz, ganz gefährliches Mittelfeld hier, die drei. Naja, schauen wir mal, was wird. Ich habe ja gesagt, viel schlechter als im vorletzten Part kann es gar nicht werden. Dann kam aber der letzte Part, wobei da haben wir ja gewonnen gegen Bremen zumindest. Aber dann halt auch gegen Bochum verloren. Gegen Hoffenheim auch verloren in letzter Sekunde. Und dann sind wir halt auch in Wolfsburg leider ausgeschieden. Und hier fängt es momentan auch nicht so überragend an. Ich sage euch, Augsburg, wir sind der erste Verein, der Augsburg einen Sieg schenkt. So gefühlt. Also, ne, vorher die anderen Mannschaften haben alle gepunktet gegen Augsburg, außer wir. Wir machen es denen irgendwie zu leicht und Müller, also den muss man halten. Den kann er einfach nicht zur Ecke klären. Das kann nicht sein Ernst sein. Das kann einfach nicht sein Ernst sein. Ecke kommt und Beljo. Ich sage ja, ey, wir machen es ja allen Mannschaften zu leicht. Viel zu einfach. Guck mal, alleine wie er reinläuft, von hinten kommt er mit Schwung. Beljo, ist niemand da, der sich um ihn kümmert. Und dann fängt der letzte Part oder der Part genauso an, wie der letzte ja aufgehört hat eigentlich. Mit einem Rückstand. Ja, also wenn wir das Spiel auch verlieren sollten, dann sind wir echt offiziell die schlechteste Mannschaft bislang in der Liga. Gegen die Latte, ne? Ja. Latte. Wir bleiben nach wie vor 17. Aber wie gesagt, 0 Schüsse aufs Tor, 0 Schüsse. Hätte ich doch mal die anderen Spieler aufstellen sollen, hä? I don't know, aber es gibt momentan nur Aktionen aufs Augsburger Tor. Jetzt vielleicht mal Förster, Park vorne, Teuchert, ja, mal eine Chance, aber er zieht auch nicht durch. Klar, woher soll das auch kommen, ne? Also er spielt wenig, klar, Kleinis ist die Nummer 1 und wenn er da mal spielt, dann wird er von Piringer immer versetzt. Wo soll auch das Selbstvertrauen herkommen? Ehrlich gesagt. Ja, also es scheint so, als würden wir, also so gefühlt, wieder in der zweiten Liga landen. Jetzt würden wir jetzt schön unten durchgereicht werden. Nach unten durchgereicht werden. Demirovic. Nächster Ball in die Mitte. Das geht auch nicht mehr lang. Gut, dann gibt es hier das zweite Tor. Irgendwas muss passieren hier. Irgendwie muss da ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Zur Not ein Trainerwechsel. Aber gut, ich werde jetzt so schnell nicht entlassen, weil, wie gesagt, wir haben ein Ziel, dass wir nicht absteigen. Und solange das noch in greifbarer Nähe ist, werden die den Trainer hier nicht entlassen. Also, würde ich jetzt mal so schätzen, keine Ahnung. Ja, oder aus der Mannschaft kommt irgendwie eine Nachricht oder ein Signal, dass sie gerne einen Trainerwechsel haben möchten. Wieder Ecke, wieder gefährlich. So, just by the way. Und wir sind mit dem 1-0, glaube ich, noch ganz gut bedient. Und das wird echt nicht besser. Also, es wird wirklich nicht besser. Die Experten mögen nicht an uns glauben, sehr frustriert. Ja, was hätte ich hier sagen sollen? Überhaupt nichts. Also, mittlerweile kann man ja auch bald nichts mehr sagen, ne? Also mittlerweile ist halt einfach jedes gesprochene Wort zu viel. Es müssen halt wirklich jetzt nur noch Ergebnisse her.
Irgendwann muss mal so ein dreckiger 1-0, 2-1 Sieg her. Ich weiß nicht wie. Vielleicht ja über Teuchert. Oh, ist 10 Metern auch wieder 10 Meter drüber, ey. Also, das passt auch wieder zu unserer jetzigen Form. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, ohne Kleindienst sind wir einfach 2 Klassen schlechter. Ich weiß auch gar nicht warum. Laufen wir gezeigt, was in ihm steckt. Ja, dann wechseln wir da einmal. Hohe Flanken, Flanken früh schlagen. Vielleicht hätte ich doch auf meinen Co-Trainer hören sollen. Aber wie gesagt, das weiß man hinterher immer erst. Es hätte jetzt auch funktionieren können. Jetzt kommt Christoph Kramer auch noch rein, okay. Aber zumindest ein Remis. Ich meine, guck mal, Augsburg hat 12 Schüsse. WTF 12 Schüsse, 3 davon nur aufs Tor. Also die hätten hier locker ein zweites Ding machen müssen. Wir haben überhaupt gar keinen Schuss aufs Tor. Wir sind so ungefährlich, das ist krass. Und das gegen den Tabellenletzten. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir überhaupt noch gewinnen wollen. Also, klar, gegen Bremen haben wir das geschafft, aber ansonsten bislang eigentlich nicht. Und es gibt das zweite Tor. Durch Niklas Dorsch, aber Schiri abseits. Glaube ich, kann es gar nicht gewesen sein. Nee, abseits war es nicht. Überprüfung. Dass der Ball die Linie nicht wirklich überschritten hat. Achso, es ging nur darum, ob der Ball direkt hinter der Linie war. Okay, also 2-0 Augsburg. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind die erste Mannschaft. Wir sind zu dumm, hier einen Punkt zu holen. Die erste Mannschaft, die Augsburg den Sieg, sag ich ja, schenkt, indem wir einfach nach vorne nichts machen. Wir haben einfach nichts geschissen gekriegt. Und jetzt, wenn es eh schon zu spät ist, jetzt brauchen wir auch keine Tore mehr schießen. Also, wie gesagt, man nimmt das zurzeit so zur Kenntnis. Also ich habe jetzt wirklich alles versucht, was in meiner Macht liegt. Jetzt müssen es die Spieler halt richten und sie machen es halt momentan nicht gut. Fertig. Und da brauche ich nicht auch zusätzlich hier motivieren. Da könnte ich eigentlich jedes Mal beim Gang in die Kabine könnte ich irgendwas werfen. Gut, das Beste an dem ganzen Spiel war der Abpfiff auf jeden Fall. Ich bin unzufrieden, aber guck mal, das ist ja auch schön. Wenn die dann alle motiviert sind, begrüßt das kritische Feedback. Das haben wir aber auch vor 3 oder 4 Spielen schon gehabt. Also dann erwarte ich auch irgendeine Reaktion. Also ich meine, wir sind jetzt 17. Wir sind jetzt noch nicht irgendwie hilflos verloren und wir sind hier nicht aussichtslos in der Bundesliga, ne? Aber jetzt kommen die Bayern unter anderem. Das wäre so typisch, wenn wir da ausgerechnet einen Sieg irgendwie bekommen. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie wäre das dann ganz typisch. Naja, wir gucken mal, was gegen Bayern geht. Wir gucken mal, was die Woche so los ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Macht euch jetzt gefasst auf sehr, sehr viele Highlights. Würde ich jetzt einfach mal prognostizieren. Vorletzter gegen Tabellenzweiter. Also wie gesagt, das ist mehr David gegen Goliath. Geht eigentlich gar nicht. Von daher würde mich das schon sehr, sehr überraschen, wenn wir denn hier gewinnen sollten. So, deswegen, jetzt werde ich das mal wieder hier umsetzen. Was unser Co-Trainer hier vorsteht. 4-2-3-1. Ihr habt gerade gesehen, ey, wer da alles ist. Harry Kane, Musiala, um nur mal ein paar Leute hier vorzuschlagen. Pieringer, Förster, Beste. Die Jungs, die müssen das jetzt irgendwie richten. Ich weiß zwar noch nicht, wie sie das machen. Philipp Förster fehlt jetzt an Spielpraxis. Ja, dann kriegt er jetzt Spielpraxis. Also irgendwie muss er ja an Spielpraxis kommen. Er kann ja nicht in die zweite. Also ich kann ja Förster nicht in die zweite Mannschaft setzen. Jetzt zeige ich mir einen Vogel. Da habe ich nicht zu beanstanden. Meinkas Platz in der Startelf war eine Selbstverständlichkeit, der unser bester Mann ist. Ich weiß nicht, ob Wolfgang Cornelius und Josef Dernel, wahrscheinlich der Bruder von Bruce Darnell, ob der die letzten Wochen gesehen hat. Im Prinzip ist es egal, wer spielt. Wer spielt denn hier alles? Gut. Das ist unsere Ausstellung. Ich möchte mal kurz die Ausstellung der Bayern sehen. Einfach nur so rein Interesse halber. Mal gucken, wer da so spielt. Ja, Morado De Ligt auf der 6er-Position. Boué, Sané, Müller. Allein die Offensive, ey. Alleine Harry Kane. Das ist heute ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich lasse mich überraschen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wird es heute ein 6-0 für die Bayern. 7-0, keine Ahnung. Vielleicht gewinnen wir auch 1-0. Das glaube ich aber jetzt am allerwenigsten. Von daher, das ist eh ein Spiel, wo ich nichts erwarte. Bei den anderen Spielen, wie gesagt, gegen Bochum, gegen Hoffenheim oder auch gegen Augsburg, ey, so Dinger musst du einfach gewinnen. So hast du halt jetzt Probleme unten drin in der Tabelle, weil die anderen gewinnen jetzt auf einmal. Gladbach, ne, Augsburg kommt jetzt immer weiter nach oben. Union, die scheinen sich auch gefangen zu haben. Die waren ja auch letztes Jahr nicht so gut drauf. Aber wir haben eine halbe Stunde ohne Gegentor überstanden. Bislang. Aber jetzt geht's los hier. Pass auf, Harry Kane. Zum ersten Mal den schönen Blick behalten. Der läuft jetzt in die Mitte. Jetzt kriegt er gleich eine Flanke und dann macht das Tor. Oder Müller? Ja, oder Müller ist da. Wenn nicht Harry Kane, dann ist es Müller. Immerhin nicht sein erstes Tor. Ja, aber mit Ansage, oder? Das ist doch
Das ist auch wieder zu easy. Also ich meine, auch wieder hier nicht in die Zweikämpfe reingegangen. Wenn der da nur nebenher läuft, ist halt echt zur Zeit, ja, zum Kotzen, auf Deutsch gesagt. Also es ist wirklich, wirklich zum Kotzen sehr, sehr mürbe. Gut, 17. waren wir auch schon vor dem Spiel, das musst du mir nicht nochmal anzeigen, aber es geht direkt weiter hier. Wieder Müller, oh, wieder knapp. Also wir haben jetzt schon Glück, dass wir nicht 2-3-0 zurückliegen. Je nachdem, was die Augsburger machen, die scheinen erst morgen zu spielen. Gegen Gladbach. Oder Gladbach und Augsburg. Wir können also im schlimmsten Verletzter sein. Es steht nur 1-0. Sehr, sehr überraschend nach der ersten Halbzeit. Das überrascht mich selber. Ich dachte, dass die Bayern uns hier wirklich 5-6-0 vom Platz fegen. Und das finde ich auch so, weiß ich nicht. Entspannt euch, geht den Rest des Spiels locker und mit Selbstvertrauen an. Naja, wenn es hilft. Fühlte, dass der Druck abgefallen war. Ja, dann begrüßt die beruhigenden Worte. Na, dann will ich jetzt auch mal was sehen, wenn sie jetzt viel befreiter spielen. Also ich meine, es muss auch irgendeine Reaktion geben auf die Aktion, oder? Ich meine, wenn sie gelassen sind und so weiter, ist ja alles schön und gut, aber es bringt mir nichts, wenn die dann Spiel für Spiel immer auf die Fresse kriegen oder Spiel für Spiel verlieren. Irgendwer muss uns mal wachküssen, keine Ahnung. Zur Not muss halt ein Trainerwechsel her. Wenn der Vorstand das so sieht, dann ist es halt so, aber Salazar bei Bayern, oha. Der kommt jetzt rein für Min Jae Kim da durch die Licht. Musiala und Sané wechseln die Seiten. Das ist nur 1-0. Das überrascht mich. Wir halten doch besser mit, als ich gedacht hätte. Leverkusen führt auf Schalke. Da kommt noch rein. Serge Gnabry ist gerade noch reingekommen, ne? Aber gut, was nicht ist, das kann ja noch werden. Ich bin immer noch sehr, sehr überrascht. Ah, Coman kommt für Müller rein und Musiala. Jetzt aber mit dem zweiten. War lange, lange überfällig. Da brauche ich auch nicht mehr die Offensive gehen. Das ist halt so ein Spiel, das musst du ganz, ganz schnell vergessen. Da ist nichts zu holen. Da ist auch in 10 Jahren für Heidenheim wahrscheinlich nichts zu holen. Außer vielleicht mal ein Remis oder mit Glück mal ein Sieg. Aber im Prinzip hätten wir Augsburg gewinnen müssen. Wir hätten Bochum gewinnen müssen. In Hoffenheim, da darfst du halt einfach so spät das Gegentor nicht noch kriegen. Guck mal, Schalke, die punktet auch. Die punkten auch gegen die großen Vereine. Nur wir kriegen es irgendwie nicht hin. Es ist ja hier im Rahmen geblieben. Also ich dachte echt, wir kriegen die richtige Klatsche. Ja, also wirklich so 4 oder 5-0, aber die scheinen sich ja zusammengerissen zu haben. Und nur 2-0 ist zwar auch nicht schön, auch wenn es gegen Bayern ist, aber wie gesagt, ich hatte das wirklich schlimmer erwartet. Und hier XG-Wert 0,02 ist natürlich absolut lächerlich. Ich bin unzufrieden, schien heiß zu sein. Ja, begrüßt das kritische Feedback. Das könnt ihr euch auch langsam sonst wohin schmieren. Das hilft mir nicht. Das hilft uns auch nicht. Gut, Augsburg und Gladbach spielen morgen noch. Wir können also im schlimmsten Fall Letzter sein, wenn Augsburg dann gewinnt. Wir haben auch minus 13 Tordifferenz. Wir haben die schlechteste Defensive. Also das wundert mich auch stark, dass wir so, jetzt haben wir erstmal Länderspielpause, dann kommt Hamburg, dass wir wirklich so schlecht gegenüber der letzten Saison sind. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Hier kommt schon die Vorstandssitzung zur Diskussion über Vertrauen in sie. Ich habe damit schon so ein bisschen gerechnet, dass das natürlich jetzt auch ein bisschen zustande kommt. Das Ergebnis gegen den FC Bayern ist enttäuschend. Wie konnte es dazu kommen? Das wundert mich doch jetzt sehr von Alexander Achtenhagen. Ja, Achtenhagen, Neuntenhagen, keine Ahnung. Ich habe heute einige dumme Entscheidungen getroffen. Naja, aber gegen Bayern, also gegen Augsburg hätte ich das verstanden. Aber gegen die Bayern? Hä? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Ja, ich muss leider sagen, dass an diesem Tag ja zu stark für uns war. Das sehen wir anders. Einfach gesagt, wir haben gegen die eine bessere Leistung. Wir haben gegen die eine bessere Leistung vom Team erwartet. Wir warten gespannt auf das Ergebnis, aber wenn sie es nicht schaffen, uns zu beeindrucken, bleibt uns keine andere Wahl, als sie von ihren Pflichten zu entbinden. Also, gutes Ergebnis im nächsten Spiel einfahren. Das ist gegen Hamburg. Die sind Aufsteiger, also das heißt, mit anderen Worten, wir müssen gewinnen, ansonsten sind wir weg. So habe ich jetzt die Nachricht verstanden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe das so verstanden. Und dann wird die Reise wahrscheinlich früher vorbei sein, als mir hier lieb ist, weil es macht ja immer noch Spaß. Also ich muss sagen, klar, auch wenn wir jetzt nicht so die Sterne vom Himmel spielen, möchte ich mal sagen. Aber irgendwo braucht es, ich habe das Gefühl, so ein, ja, einfach mal so ein Knotenlöser. Vielleicht ist es das Spiel in Hamburg, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, wir gucken mal. Wird wahrscheinlich schon das Endspiel sein für mich und dann gucken wir mal, wie es dann nach dem Spiel weitergeht.
Wir haben schon früh in der Saison also unser erstes Endspiel Siegen oder Fliegen. So ist es ja mit dem Vorstand anscheinend abgesprochen. Habt ihr ja gesehen. Also entweder wir gewinnen oder fahren bessere Ergebnisse ein oder wir müssen halt entlassen werden. Apropos Entlassung, Eintracht Frankfurt hat Dino Topmüller entlassen. Hier in-game zumindest. Die sind auf dem 11. Platz. Die spielen also auch nicht so gut. Sind auch hinter ihren Erwartungen. Die müssten wahrscheinlich auch hier irgendwo oben stehen. Gladbach, Augsburg, da können wir halt auch echt froh sein, dass die nicht jedes Spiel gewinnen. Das ja, hält uns so ein bisschen über Wasser. Gerade. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Die sind wieder in einem 4-3-3 unterwegs. Glatzel, Jatta, Königsdörfer. Oh, da kommt Geschwindigkeit über die Außen. Da wird es einem ja Angst und Bange. Dafür ist Kleindienst wieder da, Becker wieder da. Also, wir haben wieder vorne mal einen Zielspieler, den wir im 4-2-3-1 eventuell mal dann auch finden werden. Oder halt auch nicht. Also, es geht rein. Wie gesagt, der Endspielcharakter hat das Ganze schon hier. Ich denke, das ist unsere beste Elf. Schön, dass Mainka in der Startelf steht. Silvio, der schläft auch wahrscheinlich mit Mainka. Wir sollten zeigen, zu was wir in der Lage sind. So, jetzt aber, komm. Irgendwann ist dieses eine Spiel, wo sich dieser berühmte Knoten dann mal lösen wird. Und ich hoffe, und es muss gegen den HSV sein. Ansonsten, wie gesagt, glaube ich, macht das der Vorstand auch nicht mehr lang mit. Ich glaube, dann sind wir der Nächste, der dann entlassen wird. Und dann werden wir vielleicht Nachfolger von Dino Topmüller. Warum nicht? Dann geht's zurück zur Eintracht. Manchmal schließt sich so ein Kreis ganz gut. Aber mir gefällt es auch bei Heidenheim, ehrlich gesagt. Ich will auch hier bleiben. Ich will, dass wir das irgendwie hier zusammen hinkriegen. Mit der Truppe. Es macht ja auch Spaß. Ich meine, wir haben ja letzte Saison auch Spaß gehabt und Erfolg. Also, so ist es ja nicht. Und dass wir jetzt auch im zweiten Jahr nicht so überragend spielen, dass es halt jetzt wirklich nur um den Klassenerhalt geht. Und um nichts anderes hier. Entweder werden wir 16. oder 15., 14. wäre schon das höchste der Gefühle, so wie wir jetzt momentan spielen. Also es muss ja irgendwas passieren. Also, wie gesagt, es kann ja nicht so weiterlaufen. Vielleicht, weil die Vertrautheit auch nicht so hoch ist. Und auch die Intensität. Vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht muss ich da auch wieder mal umstellen. Zur Pause gucke ich einfach mal. Aber zurzeit hier Jatta Jung. Jatta wieder Flanke, Königsdörfer. Oder wäre wieder reingegangen und Müller ist da. Was für ein Spielzug. Ich persönlich finde auch wieder, das ist zu defensiv. Die Grundausrichtung. Also gegen einen Aufsteiger sich defensiv hinten reinzustellen, weiß ich auch nicht. Das ist ja auch ein Zeichen irgendwie für die Mannschaft, dass man da auch so ein bisschen vorsichtiger agiert. Auch wieder keine Chance. Kein einziges Highlight, 0,06. Ah gut, vielleicht müssen wir erstmal so wieder reinkommen. Wir gehen mal auf die Taktik hier, das meine ich. Guck mal, Vertrautheit ist nicht so hoch. Das heißt, das Tempo ist auch nicht so hoch. Ihr seht das ja. Die Pressing-Lösung ist auch eher mangelhaft. Und wenn ich da jetzt aber wieder umstellen würde, zum Beispiel hier auf dem 4-2-4 oder auch auf dem 4-3-3, das würde dann wieder ganz anders aussehen. Aber dazu müsste ich halt hier Kleinitz nach vorne stellen, Becker, Schöppner. Nun gut, wir gehen mal rein im 4-3-3. Offensive Grundausrichtung, jetzt bin ich gespannt, jetzt kriegen wir wahrscheinlich die Hucke. Das, was wir gegen Bayern nicht bekommen haben, überraschenderweise. Daher habe ich mit einem 4 oder 5-0 gerechnet. Das ist dann aber nur ein 2-0 gewonnen. Und hier, ja, gucken wir mal. Heidenheim mit ein paar taktischen Veränderungen. Auch von der Einstellung her, Grundausrichtung ein bisschen offensiver. Ich werde hier so lange Aufstellungen und Formationen hin und her schieben, bis ich die richtige gefunden habe. Ich werde hier nicht das sinkende Schiff verlassen als erster. Also es sei denn, der Vorstand entlässt mich vorher, dann habe ich eh keine Chance. Aber sonst gebe ich mich hier nicht geschlagen, kampflos. Ferrei kommt für Königsdörfer. Die stellen um auf ein 4-2-3-1. So, vielleicht kommt uns das ja jetzt entgegen. Ich weiß zwar nicht wie. Na, bei gelben Karten steht es jetzt 2-2. XG-Werte sind jetzt auch nicht unbedingt so überragend. Ja, ich sag's mal vorsichtig. 0. Oh, Kevin Behrens haben wir auch noch. 0-0. Wäre mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Mal wieder zu 0 gespielt. Ja, aber auch seit 5 Spielen ja nicht mehr getroffen. Wir warten seit 5 Spielen auf einen Treffer. Apropos Treffer. Und das passt einfach. Es passt zu unserer momentanen Situation. Ey, so ein Ding. Wahnsinn. Der darf natürlich nie reingehen. Der darf nie reingehen. Der kann sich drehen. Müller zu weit vom Tor. Und dann geht er auch von der Unterkante der Latte rein. Tja, das ist halt schon wieder Genickbruch, ne? Da fehlen dir auch die Worte. Also ich meine, wir waren kurz davor, hier einen Punkt zu holen. Dann kassierst du durch so ein 35 Meter Traumtor. Da ist dann halt der nächste Genickbruch da, ne? Und ich glaube, das
Das, was der Vorstand gesagt hat. Ein gutes Ergebnis zu erzielen im nächsten Spiel, das ist zunächst... Achtung, noch ist es ja nicht vorbei! Marvin Park. Marvin Park. Nach 4 Spielen endlich mal wieder getroffen. Also wir als Team. Sehr, sehr gut. Den kann ich jetzt aber loben, ohne dass er gleich Depri wird, ne? Hier und endlich mal ganz einfach. Zack, quer gespielt. Park wartet. Und dann macht er endlich sein erstes Tor. Ist auch wichtig für den Jungen. Hat auch gut trainiert, hat mir mein Co-Trainer gesagt. So, und jetzt vielleicht drehen wir ja das Spiel sogar. Das wäre völlig kurios. Oder wir bekommen noch ein Gegentor innerhalb. Oder aus 40 Metern dann gefühlt. Hier ist Leben Mainka. Ja, sieht alles schön und gut aus. Aber wir brauchen nochmal nach vorne irgendeine Aktion. Jetzt, Beste. Und nochmal Kleindienst, komm. Die beiden Buddies, die brauchen wir jetzt. Aber so nicht, oder? Warte. Szene ist noch heiß. Ecke. Eckball, komm, 4 Minuten. Wir müssen das Ding jetzt auch einfach mal ziehen. Das ist so ein Ding. Ja, ich nehme jetzt Kleindienst ungern raus. Aber wahrscheinlich wegen der gelben Korde. Achtung, Kopfball drüber. Die HSV-Fans verhöhnen und so. Noch 2 Minuten, 3 Minuten. Hasebe kommt nochmal rein auf HSV-Seite und dann wird es das wahrscheinlich gewesen sein. Ja. Gut, immerhin mal einen Punkt geholt beim HSV. Auch wieder nicht zu 0 durch dieses 35 Meter Traumtor. Aber wir haben uns zurückgekämpft. Wir haben uns ein 1-1 geholt. Schienen sehr glücklich zu sein. Vielleicht müssen wir dadurch halt einfach wieder zu Selbstvertrauen irgendwie kommen. Aber ich glaube, das war's für uns, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Hier, Entscheidung zur Auflösung des Vertrags. Leider müssen wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wir zur Entscheidung gekommen sind, Ihren Vertrag aufzulösen. Das Ergebnis unseres letzten Spiels hat uns jegliches Vertrauen in Ihre Fähigkeiten, unsere Ziele zu erreichen, verlieren lassen. Der Vorstand möchte Ihnen für Ihre Arbeit danken und wünscht Ihnen ja alles Gute für Ihre zukünftigen Aufgaben. Hier, wir sind entlassen. Aus 52 Spielen haben wir 34% Siege, die meisten Niederlagen. Ja, schade. Der Joa. Neue Besen kehren gut, hoffentlich trifft das jetzt auch auf uns zu. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Oder so. Bin gespannt, wer nach dieser Ära nun kommt. Wenn sowas von erleichtert das HSP weggeht, er war ein Witz. Oh, Rolf Lukas. Also, das nehme ich dir persönlich. Mein Freund, dich werde ich finden. Tja, wer kommt jetzt hier? Nico Kovac, Philipp Cocu, André Breitenreiter. Das wäre natürlich krass, aber überlegt mal. Ich schlage vor, dass Sie Ihre Nachrichten überprüfen, denen Sie momentan folgen. Akzeptieren, machen wir einfach mal. So, und damit sind wir entlassen. Damit war es das hier. Da kann ich mich direkt aufs Arbeitsamt begeben. Es gibt auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten, wo ich hier anheuern könnte. Ja, Jobsicherheit habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Also, achso, hier hätte ich eine Jobsicherheit. Frei. Achso, es wäre frei. Also diese ganzen Trainerstellen sind frei. Ja, das muss ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen. Derzeitiger Trainer Julian Nagelsmann bei Leverkusen. Na gut, also es war, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Zeit bei Heidenheim. Wir haben zumindest mal eine Saison richtig, richtig guten Fußball gespielt. Aber ihr seht, das reicht halt nicht. Es müssen Ergebnisse her. Ich werde das hier weiter mal im Auge behalten. Vielleicht, ja, werde ich das Projekt auch jetzt erstmal ad acta legen, jetzt mit der Entlassung, bis ich vielleicht ein neues Team gefunden habe. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung unten reinschreiben oder ich mache einfach einen Community-Tab auf, lasse euch darüber mal abstimmen. Ja, auf jeden Fall war es das. Das Spiel gegen Hamburg war das letzte. Haben wir leider nicht gewonnen und von daher darf sich jetzt ein anderer probieren. Also, macht's gut, schaut die letzten Videos trotzdem, die in der Endcard verlinkt sind und wir gucken mal, wann wir uns hier wiedersehen bei dem Projekt oder ob ich daraus einfach ein Livestream-Projekt mal irgendwann mache, wenn ich wieder Livestream sollte. Naja, ihr werdet es auf jeden Fall zuerst hier hören. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.